Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man Singer-Serenade reinigt. Also Reinigung vom Singer-Nähmaschine. In diesem Fall ist Singer-Serenade, aber es kann auch sein Tradition, es kann auch mehrere verschiedene Singer-Nähmaschinen, die sehen fast immer gleich. Manchmal ist nur Unterschied, dass man oben hat diese Faden, Spüle aber sonst, wenn das seitlich ist, dann ist meistens alles gleich. Wie ich die Nähmaschine reinige, ist so. Ich mache das ab. Dann, ich habe hier schon abgemacht, diese zwei, dass ich das jetzt nicht im Video mache. Also 2 Schrauben. Beide sollen weg sein. Platte abmachen. Nadel ab. Manchmal, wie man sieht jetzt, die Nadel geht nicht so einfach, dann mit einem Schraubzieher einmal drehen. So. Rausnehmen, Fuß abmachen und dann diese obere Teil ist schon erledigt. Ich vergrößere jetzt ein bisschen, so, dass man das besser sieht. Dann machen wir hier ab, nehmen Spulenkasten, beide raus. Dann machen wir diese 2 schwarze Teile nach außen und dann nehmen diese 2 Teile gleichzeitig raus. Und wie man sieht, jetzt haben wir fast alles rausgenommen. Und jetzt machen wir erstmal sauber. Mit einer, ich habe die formalen genommen, weil manchmal die sind echt lang. Und wie man sieht hier, sehen Sie, dann kann man schon richtig dadurch, wenn lang ist. Also hier überall sauber machen, hier auch. Ja. Manchmal die Leute machen das mit Luft, also Druckluftreiniger. Ich habe das bis jetzt nicht gemacht, aber ich habe gehört, es kann auch passieren, dass mit dieser Luft, sie verschieben manchmal nur den Schmutz überall. Also die Faden und alles fliegt und geht innen rein in Nähmaschine, Beispiel hier. Deswegen kann man auch so machen, ein bisschen selber pusten. Ja. Hier habe ich, glaube ich, was. Ne, ist nicht. Also damit ein bisschen, dann haben Sie auch, wenn Sie größere haben, auch ein bisschen reinigen. Innen drin reinigen. Und dann wird geölt. Überall ein bisschen Öl hilft ihm. So. Dann können Sie ein bisschen drehen, dann die andere Seite auch oder innen drinnen nochmal, weil hier ist lang, dann kann man auch noch was von drinnen rausholen, wenn was gibt. Und dann Öl. Sie können, wenn gibt so mit Tropfen, oder Sie können drauf tropfen, sehen Sie, das nicht zu viel. Und ich mache überall ein bisschen, weil sowieso dann ein paar Mal müssen Sie ein Stück Stoff nehmen und mit denen nähen, also nicht direkt jetzt nähen, etwas Wertvolles. So, dann wieder ein bisschen drehen, dass die beide Seiten hier innen drinne gereinigt ist. Warte, ich zeige Ihnen, wie das aussieht. Also hier drinnen um diese hier Rad, weil das dreht sich, das ist Greifer.
reinigen, bisschen ölen hier rundum, also nicht viel Öl, aber das bisschen überall reinkommt. Das ist untere Teil. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben alles zurückgemacht. So, das ist zu. Ich mache das auch. Ich weiß nicht, ob jeder das weiß, wie das geht, aber so. Der erste Teil kommt hier. Ups. So, vielleicht sieht man besser. Sehen Sie? Das ist ein Teil. Dann der zweite Teil. Diese Platte kommen nach oben. Und hier haben Sie ein Stückchen. Das kommt hierher. Also zumachen, dass das alles richtig liegt. Und die beiden schwarze Seite Plastikteile zumachen. Das war's. Jetzt kann man wieder spulen mit Garn. Ich mache jetzt ohne, aber hier drinnen kann man auch manchmal ein bisschen ölen, weil das manchmal klemmt. Dieser Teil kommt hier oben in dieses Loch. Sehen Sie? Hier. Es gibt ein Loch. Und dieser Teil kommt hier rein. So, hier. Das haben wir. Also dann kommt hier 2 Schrauben. Zweite, wir machen jetzt hier ab. Ich mache jetzt so ein bisschen Vergrößerung. Und wir machen hier diese Schraube weg. Abmachen. Ich schalte jetzt Licht aus, dass man das besser sehen kann. Und hier oben alles, wo sich was bewegt, immer ein bisschen mit Öl. So, Beispiel. Hier, ich mache jetzt so, wieder ein Tropfen. Hier, dann hier, vor die Nadelstange. Es gibt 3 Teile, 4 von Nadelstange. Dann haben wir auch die Fußstange oder Fußhalter. Das muss auch. Und dann haben wir hier diese Teil, bewegt sich auch dann rundum und da drinnen auch. Also es gibt mehrere Stellen hier oben, wo Sie reinigen müssen und sollten und immer ein bisschen Öl tropfen. Wenn Sie mehr nähen, desto mehrmals sollten Sie sauber machen. Wenn weniger, dann muss auch nicht so oft gemacht werden. Aber jeder, wo sich Metall mit Metall verbindet, sollte ein bisschen geölt werden. Und dann wieder können Sie hinten drehen und dann gucken, wo fehlt noch was. Und wenn Sie das alles gemacht haben, ich mache Öl zu. Jetzt bringen wir das wieder zurück. So. Bei diesem Teil geht richtig einfach, aber es gibt manchmal die Nähmaschine, die hinten erstmal müssen eingeklappt werden und dann zugemacht. Also ein bisschen aufpassen, wenn Sie nicht sicher sind, immer fotografieren, dass Sie wissen später, wo welche Schraube reinkommt. So, das ist jetzt fertig. Und sehen Sie, hier sollte nicht zu fest sein, weil da kommt Faden dadurch rein. Wenn Sie das zu fest machen, dann später haben Sie Probleme mit Faden. Also wir machen hier noch 2 Schrauben rein und bringen alles wieder wie war. Ich mache das jetzt alles zu Ende und die nächste Video wird, wie man mit Näh-Singer Serenade, wie man die einfädelt und wie man die bedient.
als das dann zweite Video. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.